So sieht das aus, wenn ich mir versuche, meine Haare wachsen zu lassen. Heute geht es denn an den Kragen und zwar mit der Maschine auf 3 mm und von 3 mm mit dieser Maschine auf 0 mm. Wenn du schon etwas länger den Wenig Hair-Kanal folgst, dann fällt dir wahrscheinlich auf, dass sich bei mir auf dem Kopf was getan hat. Und zwar habe ich mir eine Frisur wachsen lassen. Der soll es heute an den Kragen gehen. Und der Grund, wieso ich mir diese Frisur wachsen lassen habe, ist, ich habe mich mit dem Rasierhobel geschnitten. Und zwar sollte ich es eigentlich besser wissen, dass ich mit einer scharfen Klinge auf meinem Kopf mir mehr Ruhe erlauben muss und es mehr Zeit erfordert, bis die Rasur fertig ist. Ich hatte es ein bisschen eilig an dem Tag und zapp, zapp, habe ich mir nicht nur die Haare abrasiert, sondern auch in den Kopf geschnitten. Ich wollte da natürlich, dass da keine Narbe entsteht, erstmal ausheilen lassen und der Heilungsprozess dauerte ein bisschen, weil es war eine größere Wunde und in der Zeit ist halt meine Frisur entstanden. Wenn du jetzt neu bist an dem Kanal, heiße ich dich recht herzlich willkommen, weil das ist ein guter Einstieg, dass du halt gucken kannst, wie du mit einem Haarschneider dein noch vorhandenes Haar, und hier sieht man übrigens auch mein Haarausfall, runtertrimmst auf 3 mm. Und als Bonus, weil ich nämlich immer gerne eine Vollglatze trage, aber in diesem Video Abstand nehmen werde von dem Rasierhobel, werde ich mir eine Vollglatze mit Hilfe von einem Nassrasierer oder Elektrorasierer rasieren, ohne den Einsatz von einer Klinge. Das hat dann nämlich den Vorteil, dass es einstiegsfreundlicher ist. Du musst dir keine Gedanken machen, welchen Rasierschaum du benutzt. Schlägst du den selber an, holst du dir den aus irgendeiner Tube und du brauchst auch keinen Pre- oder Aftershave in dieser Variante. Es ist aber immer sinnvoll, wenn du davor und danach ein bisschen was machst, aber das erzähle ich dir gleich, wenn ich dir das zeige, wie ich mich rasiere. Ein kleiner Hinweis vorab. Die ganzen Geräte, die ich benutze, die habe ich mir selber gekauft und die sind nicht gesponsert worden von irgendeiner Marke und es ist keine bezahlte Werbung. Du findest alle Geräte, die ich verwende, unten in der Videobeschreibung. Hat mir tatsächlich damals schon mein Friseur mir eine Glatze geschnitten. Der ist halt so flexibel und sicher in der Handhabung, dass man hier mit diesen Aufsätzen, da gibt es verschiedene, 9 bis 6 mm, das ist alles noch zu lang für heute, weil ich will definitiv kürzer werden, dass man halt nicht mehr den Kranz sieht und dass das oben schön abschließen kann. 4 bis 3 mm, den benutzen wir, der geht auch schon an. Damit werde ich mir dann ohne große Mühe, ohne großes Vorwissen, ohne Klingen den Kopf rasieren und das hat halt den Vorteil, dass es A, schnell geht und B, ich brauche keinen Rasierschaum, ich brauche kein Wissen über Klingen, es ist nicht scharf und man kann sich damit wirklich bedenkenlos den Kopf rasieren. Ein weiterer Vorteil dieser Maschine ist, dass du dir damit auch den Bart trimmen kannst und zwar nimmst du dafür den Aufsatz einfach ab, du hast die Möglichkeit zwischen 2 mm und 0,8 Scheren zu optimieren und damit kannst du dann halt schön die Konturen abrasieren und hier den Bart schön in Form bringen. Falls du kein Vollbart hast, sondern einen 3-Tage-Bart, kannst du mit Hilfe der anderen Aufsätzen, zum Beispiel 9 bis 6 mm, schön deinen Bart in Form bringen. Das sieht auch hygienischer aus. Wenn du dann damit fertig bist, dann wirkt dein Bart automatisch ordentlicher und hygienischer auf jeden Fall. Wie ich mit einem Elektrorasierer 0 mm auf den Kopf bekomme, ohne ein Rasiermesser in die Hand zu nehmen oder einen Rasierhobel. Und der Vorteil hierbei ist, dass die Kopfhaut wesentlich schonender bearbeitet wird durch die Rasierklinge, die hier vorne ist, wo ein Gitter davor ist, wo man sich halt weniger schneiden kann. Und ich möchte zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, seinen Kopf zu rasieren. Ein weiterer Vorteil von den Braun Series 9 ist, dass er mit einer Reinigungsstation dazu kommt. Diese Station hier, die hat eine Kartusche innen drin, und zwar diese hier, die gefüllt ist mit einem Reinigungszeug und desinfiziert den Scherkopf
weil der Scherkopf, den kannst du dann 1 bis 2 Jahre benutzen. Also normalerweise soll man den schon viel früher wechseln, aber ich habe bisher super Erfahrungen gemacht. Dieser Rasierkopf ist jetzt 1,5 Jahre alt. Immer wenn du schön die Kartuschen befüllst. Und da kommen wir zu einem anderen kleinen Hack, und zwar sind diese Kartuschen normalerweise ziemlich teuer. Du kaufst dir also immer Kartuschen in Packs und schmeißt die Kartuschen weg, was nicht unbedingt sehr umweltfreundlich ist, und benutzt dann immer wieder neue Kartuschen mit neuem Reinigungszeug. Es gibt halt hier einen Scherkopfreiniger, nennt er sich, 1 Liter, und die gibt es immer im Doppelpack oder im Viererpack, und die sind weitaus günstiger als die Kartuschen, die man sich dann halt vom Originalhersteller dann kaufen kann. Das heißt, du nimmst die Kartusche raus, wäschst die eben kurz unter fließendem Wasser, da sind noch ein paar Haarreste drin, und wenn das getan ist, füllst du die dann einfach mit dem Reinigungszeug und die Kartusche ist quasi wie neu. Die Maschine erkennt die auch sofort automatisch. Der Rasierer kommt oben rein. Wenn die jetzt hier angeschlossen wäre, würdest du hier auf den Knopf drücken, lädt sich gleichzeitig auf und reinigt den Scherkopf und desinfiziert ihn. Mithilfe des Elektrorasierers, den ich dir gerade gezeigt habe, habe ich halt eine Kurzhaarfrisur in eine Glatzenfrisur verwandelt. Und zwar auf 0 mm, ohne mir Gedanken machen zu müssen, welche Klingen benutze ich, welcher Rasierhobel ist der richtige, offene oder geschlossene Kammer. Das ist alles Thema eines anderen Videos. Für dieses Video kannst du dir mitnehmen, dass du auf der sicheren Seite bist, was nämlich den Scherkopf angeht, weil du das Verletzungsrisiko quasi auf 0 minimieren konntest. Du kannst ihn sogar unter der Dusche benutzen und in deiner täglichen Routine viel leichter einsetzen. Und falls du dir kein Bart stehen lassen möchtest, kannst du den sogar auch fürs Gesicht benutzen. Sprich, es ist das volle Programm von Kopf bis Kinn. Wenn du dir das Video bis hierhin angeguckt hast und du den Schritt gewagt hast von einer Kurzhaarfrisur zur Glatze, dann heiße ich dich willkommen im Team Wenig Hair. Lass gerne ein Like da, und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir auch einen Kommentar da und schreib da gerne rein, was du für Erfahrungen bisher gemacht hast, welche Maschinen du benutzt hast, was gut klappt, was weniger gut klappt. Ich würde mich freuen, von dir zu lesen.